Von Charlotte bis Miami, das war dieses Mal unser USA Roadtrip. In diesem Video zeigen wir euch unsere Hotels, die Kosten der Reise, unsere Erfahrungen und jede Menge Tipps für euren eigenen USA Roadtrip. Unsere Route führt uns von Charlotte über Savannah und Orlando bis nach Miami und St. Augustine, insgesamt 13 Tage und über 2000 Kilometer unterwegs. Welche Stopps sich wirklich gelohnt haben, wo wir Geld sparen könnten und welche Orte uns am meisten überrascht haben, zeigen wir euch jetzt. Los ging alles in München mit dem Flug nach Charlotte, wo unsere Reise begonnen hat. Nach unserer Ankunft in Charlotte haben wir zuerst unseren Mietwagen direkt am Flughafen bei Hertz abgeholt. Wir sind President Circle Member bei Hertz, dadurch mussten wir nicht in der normalen Schlange warten, sondern könnten wir direkt zum separaten Bereich im Parkhaus bzw. beim Mietwagenbereich gehen. Dort gibt es einen großen Bildschirm, auf dem die Namen der Reservierungen angezeigt werden. Wir haben unseren Namen gefunden, sind dann direkt zum Desk gegangen und dort wurde uns das Auto organisiert. Ich hatte mir vorher schon einen roten Jeep gewünscht und genauso einen haben wir auch bekommen. Also optisch war das Auto richtig stylisch und auf jeden Fall was Besonderes. Für unsere Koffer hatten wir genug Platz, was bei so einem Roadtrip natürlich sehr wichtig ist. Und für den kompletten Roadtrip hatten wir den Jeep für 13 Tage gemietet und hat uns ungefähr 530 € gekostet. Vom Komfort her würde ich den Jeep ungefähr 6 bis 7 von 10 Punkten geben. Für normale Fahrten war das Auto völlig in Ordnung, aber auf der Autobahn, besonders bei höherer Geschwindigkeit, hat es sich nicht ganz so stabil angefühlt. Trotzdem hat der Jeep vom Look her perfekt zu unserem USA Roadtrip angepasst. Nachdem wir den Mietwagen abgeholt hatten, sind wir direkt zu unserem Hotel gefahren. Also für Charlotte haben wir bewusst ein günstiges Hotel in der Nähe vom Flughafen gesucht, weil wir dort nicht so lang bleiben wollten. Charlotte war für uns nur der Startpunkt der Reise und am nächsten Morgen sollte es direkt weiter nach Savannah gehen. Übernachtet haben wir in Quality Inn Charlotte Airport. Das Hotel hat uns für eine Nacht ungefähr 75 US-Dollar gekostet, also ungefähr 64 € inklusive Frühstück. Für eine kurze Nacht war es völlig in Ordnung, sag ich mal, aber nichts was Besonderes. Also ich würde dem Hotel ungefähr 6 von 10 Punkten geben. Nach der ersten Nacht in Charlotte ging unser Roadtrip dann richtig los. Unser nächster Stopp war Savannah in Georgia. Die Strecke von Charlotte nach Savannah beträgt ungefähr 410 Kilometer, also rund 255 Meilen. Je nach Verkehr dauert die Fahrt ungefähr 4 Stunden. Für uns war der erste richtige Roadtrip-Teil der Reise. Ab hier hat es sich wirklich nach USA Roadtrip angefühlt, also Langstraßen, Highways und unterwegs immer wieder neue Einblicke. Wir sind am Savannah dort erst spät am Abend angekommen und weil die Fahrt den ganzen Tag verregnet war, haben wir nur am Abend noch ein bisschen die Unterkunft am Hotel gefilmt. Übernachtet haben wir in Mainstay Suites Midtown Savannah. Wir haben einfach etwas Günstiges gesucht für 2 Nächte. Das Hotel hat uns 77 $ pro Nacht gekostet, also ungefähr 65 € inklusive Frühstück. Es war okay, aber nichts Besonderes, deswegen 6 von 10. Für Essen haben wir ungefähr 70 € pro Tag für 2 Personen ausgegeben. Da Frühstück im Hotel inklusiv war, ging es hauptsächlich bei uns nur um Mittagsessen, Abendsessen oder Kaffeepause. In Savannah haben wir vor allem die Stadt selbst entdeckt, Historic District, die alten Häuser, die ruhigen Straßen, die River Street und diesen besonderen Südstaaten-Vibe. Savannah ist eigentlich bekannt für History and Ghost Stories, deswegen haben wir am zweiten Abend auch ein Night Ghost Tour gemacht. Unser Highlight in Savannah war ganz klar die Night Ghost Tour. Sie hat uns ungefähr 30 € pro Person gekostet und war wirklich was Besonderes. Man läuft nachts durch die historischen Straßen, sieht die alten Häuser im Dunkeln und hört Geschichten über die Vergangenheit der Stadt und mysteriöse Ereignisse. Es war eine Mischung aus History, Spannung und Atmosphäre. Ob man an Geister glaubt oder nicht, Savannah bei Nacht fühlt sich auf jeden Fall einfach anders an.
Also unser Fazit zu Savannah, das Hotel war okay, eher praktisch als besonders. Für 2 Nächte war es in Ordnung, vor allem weil es günstig war und Frühstück inklusiv hatte. Savannah selbst hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, wegen der Geschichte, der besonderen Atmosphäre und vor allem wegen der Ghost Tour. Also für uns war es definitiv ein besonderer Stopp auf unserem Roadtrip. Also von Savannah ging es weiter nach Orlando. Die Strecke war ungefähr 450 Kilometer lang, also rund 280 Meilen, und wir waren etwa für 4,5 Stunden unterwegs. Am Abend sind wir in Orlando angekommen. Hier blieben wir für insgesamt 3 Nächte. Für unsere 3 Nächte in Orlando haben wir das Compose Boutique Resort at Theme Parks gebucht. Also das Hotel hat uns $86 pro Nacht gekostet, inklusive Frühstück. Also das war ungefähr 74 €. Für Orlando und die Lage in der Nähe von Theme Parks fanden wir den Preis wirklich sehr gut. Also das Zimmer war groß, sauber und für uns komplett ausreichend. Auch der Poolbereich war schön und dann haben wir natürlich auch ausprobiert. Also insgesamt waren wir mit dem Hotel sehr zufrieden. Preis, Zimmer, Frühstück und Lage haben für uns gut gepasst. Deshalb bekommt das Hotel von uns ein 9 von 10. Am ersten Abend waren wir noch in einem C-Zimmer. Der Eintritt hat ungefähr 12 € pro Person gekostet. Die Sitze waren riesig bequem und verstellbar, fast wie Liegesitze. Für uns hat das richtig diese typischen USA-Kino-Vibes. Orlando ist eigentlich bekannt für die großen Freizeitparks, also Disney, Universal, SeaWorld, Aquatica und vieles mehr. Man kann dort extrem viel machen, aber auch sehr schnell viel Geld ausgeben. Ein großes Highlight in Orlando war für uns SeaWorld. Das Ticket hat ungefähr 50 € pro Person gekostet und fürs Parken kam nochmal ungefähr 30 € dazu. Also SeaWorld ist eine Mischung aus Sea Life, Achterbahnen, Shows, kleinen Spielen und Geschenkshops. Genau diese Mischung fanden wir richtig interessant und vielfältig. Man läuft nicht nur durch einen normalen Freizeitpark, sondern entdeckt immer wieder etwas Neues. Für uns hat man dort mindestens einen ganzen Tag gebraucht, um alles in Ruhe anzuschauen. Wer wirklich den ganzen Park komplett erleben möchte, sollte sogar mehr Zeit einplanen. Falls ihr in Orlando eine kostenlose Aktivität sucht, kann ich Universal City Walk am Abend schon empfehlen. Also der Bereich ist ohne Eintrittskosten und ab 18 Uhr waren sogar die Parkplätze kostenlos. Also man kann dort einfach spazieren gehen, Fotos machen, Shops anschauen und die Atmosphäre einfach so genießen. Also besonders am Abend mit den Lichtern hat es richtig schöne Vibes. Als zweite kostenlose Aktivität in Orlando kann ich auf jeden Fall Disney Springs empfehlen. Also das hat uns ehrlich gesagt richtig gut gefallen, besonders am Abend. Man braucht hier auch kein Ticket, der Eintritt ist kostenlos und trotzdem bekommt man direkt dieses Disney-Feeling. Also überall sind Shops, Restaurants, Musik und schöne Lichter. Man kann einfach gemütlich durchlaufen, Fotos machen oder nur einfach die Atmosphäre genießen. Für uns war das perfekt, weil wir nicht in der Disney-Parks waren, aber trotzdem ein bisschen Disney-Vibes erleben könnten. Also wenn ihr in Orlando eine kostenlose Abendaktivität sucht, Disney Springs lohnt sich auf jeden Fall. Beim Essen war Frühstück schon im Hotel inklusiv, dadurch mussten wir tagsüber nicht so viel ausgeben. Meistens haben wir nur abends gegessen und zwischendurch mal Kaffee geholt. Also insgesamt lagen wir ungefähr bei 70 € pro Tag für 2 Personen. Unser Fazit zu Orlando: Das Hotel war richtig gut und hat für Preise, Lage, Frühstück super angepasst. SeaWorld war für uns besonders, weil es so vielfältig war. Auch die kostenlosen Bereiche wie Universal City Walk und Disney Springs haben sich abends richtig gelohnt. Also Orlando bietet extrem viel, aber man sollte das Budget auf jeden Fall im Blick behalten. Von Orlando ging es für uns weiter nach Miami. Die Strecke war ungefähr 380 Kilometer lang, also rund 236 Meilen. Ohne große Pausen dauert die Fahrt etwa 3,5 bis 4 Stunden. Wir sind morgens in Orlando losgefahren und sind am Nachmittag in Miami angekommen. In Miami sind wir insgesamt 4 Nächte geblieben. Die erste Nacht hatten wir ein günstiges Hotel am Biscayne Boulevard für ungefähr 55 € pro Nacht.
Gefilmt hatte ich es nicht, weil es für uns kein gutes Hotel war und die Umgebung nicht gefallen hat. Deshalb würden wir es auch nicht weiterempfehlen. Am nächsten Tag sind wir direkt nach Miami Beach gewechselt und dort für 3 Nächte geblieben. Unser zweites Hotel war das Uma House bei Urban South Beach. Dort sind wir 3 Nächte geblieben. Eine Nacht hat ungefähr $136 gekostet, also etwa 120 Euro. Frühstück und Parkplatz waren nicht inklusiv. Das Hotel war wirklich aber richtig gut. Es war sauber, die Umgebung war schön und die Lage war für uns viel besser. Es gab einen schönen Pool, morgens kostenlosen Kaffee und kostenloses Wasser. Insgesamt würden wir dem Hotel einen 9 von 10 geben. Nur Frühstück und Parkplatz waren leider nicht dabei, aber sonst war es richtig top. Also was man in Miami auf jeden Fall einplanen muss, sind Parkkosten. Kostenlose Parkplätze haben wir fast gar nichts gefunden. Je nachdem, wo man parkt, kann der Preis pro Stunde stark variieren. Bei uns war es zum Beispiel ungefähr zwischen 80 Cent und 4 Euro pro Stunde. Und insgesamt hat uns das Parken in Miami ungefähr 130 Euro schon gekostet. Also das muss man auf jeden Fall planen. Miami Beach war für uns einer der schönsten Orte in Miami. Vom Hotel haben wir kostenlose Liegestühle bekommen, was wirklich praktisch war. Wir waren schwimmen, haben am Strand entspannt und immer wieder kleine Spaziergänge gemacht. Das Wetter war richtig warm und die entspannte Atmosphäre haben wir dabei richtig genossen. Ein besonderes Highlight war unser letzter Morgen in Miami. Dafür sind wir früher aufgestanden und zum Sonnenaufgang an den Strand gegangen. Es war sehr ruhig, kaum Menschen waren unterwegs und die Aussicht war einfach wunderschön. Für uns war das einer der schönsten Momente in Miami. Ein weiterer bekannter Ort in Miami ist der Ocean Drive. Hier ist eigentlich zu jeder Tageszeit etwas los. Entlang der Straße gibt es viele Restaurants, Bars und Cafés, dazu jede Menge Touristen. Also die Atmosphäre ist richtig lebendig und typisch Miami. Zum Anschauen fanden wir den Ocean Drive auf jeden Fall interessant. Zum Essen sind wir allerdings nicht geblieben, weil die Gegend sehr touristisch wirkt und die Preise richtig deutlich höher waren als an anderen Orten. Einen Tag sind wir Richtung Key West gefahren. Die Strecke führt durch die Florida Keys und bietet schöne Insel-Vibes mit vielen Ferienhäusern, Hotels und Boots. Allerdings zieht sich die Fahrt ziemlich, da man oft nicht schneller als etwa 70 km/h fahren kann. Wir sind deshalb nicht bis zur Grenze nach Key West gefahren und wieder umgekehrt. Also für die Leute, die Schnorcheln, Wassersport oder entspannte Inselatmosphäre mögen, ist die Region aber definitiv einen Besuch wert. Ein Highlight unseres Miami-Aufenthalts war Brickell am Samstagabend. Dort war richtig viel los und die Atmosphäre war einfach beeindruckend. Überall waren Menschen unterwegs, viel schick gekleidet und auf der Straße könnte man zahlreiche Luxusautos sehen. Zwischen den modernen Skylines und die vielen Restaurants entsteht eine ganz besondere Stimme. Hier bekommt man den typischen Miami-Lifestyle richtig zu spüren. Für uns war Brickell am Abend definitiv einer der spannendsten Orte in Miami und ein perfekter Kontrast zum entspannenden Strandleben am Miami Beach. Neben unseren Ausflügen haben wir auch viel Zeit am Pool verbracht. Das Warmwetter war perfekt, um einfach mal zu entspannen und die Sonne zu genießen. Für uns war Miami deshalb auch ein Stopp, um zwischen den vielen Fahrten etwas zur Ruhe zu kommen. Beim Essen haben wir in Miami ungefähr 100 Euro pro Tag für 2 Personen ausgegeben. Wir haben dabei aber versucht, nicht in den typischen Touristenrestaurants zu essen, sondern eher normale und etwas günstigere Spots zu finden. Trotzdem merkt man schon, dass Miami insgesamt preislich eher hoch ist. Miami war definitiv eines der Highlights unseres Roadtrips. Die Mischung aus Miami Beach, Pool, Ocean Drive und ein Abend in Brickell hat die Stadt für uns besonders gemacht. Also preislich ist Miami zwar etwas teuer, vor allem bei Hotel, Essen und Parken, aber insgesamt hat sich der Stopp für uns auf jeden Fall gelohnt. In unseren letzten Tagen in Miami Beach ging es für uns langsam zurück Richtung Charlotte. Als nächsten Zwischenstopp haben wir uns St. Augustine ausgesucht.
Die Strecke mussten wir rund 350 Meilen bzw. 507 Kilometer zurücklegen. Die Fahrt dauert ohne große Pausen ungefähr 4 Stunden und 45 Minuten und führt entlang der Ostküste Floridas nach Norden. Am Nachmittag erreichten wir schließlich St. Augustine, die älteste Stadt der USA. Für unsere Nacht in St. Augustine haben wir im Doubletree bei Hilton Historic District übernachtet. Also als Hilton Gold-Mitglieder haben wir ein kostenloses Zimmer-Upgrade bekommen, sowie $15 Guthaben für das Hotelrestaurant. Das Zimmer war sauber, in Ordnung, aber nichts was Besonderes. Für $136 pro Nacht ohne Frühstück hatten wir insgesamt etwas mehr erwartet, ehrlich gesagt. Zusätzlich kamen noch $25 Parkgebühren pro Nacht dazu, obwohl die Parkplätze einfach draußen am Hotel liegen. Der Pool war einfach alt, nicht was besonders einladend und insgesamt war das Hotel für eine Nacht okay, aber der Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns nicht ganz überzeugt. Daher werde ich sagen 6,5 von 10 Punkten. Nach dem Check-in sind wir am Abend noch durch den Historic District von St. Augustine gelaufen. Also schön auf den ersten Blick merkt man den spanischen Einfluss in der Stadt. Die alten Gebäude, die kleinen Straßen und die besondere Architektur haben uns teilweise sogar richtig an Europa erinnert. Vor allem am Abend hat die alte Stadt eine sehr schöne und ruhige Atmosphäre. Es hat richtig Spaß gemacht, einfach durch die Straßen zu laufen und die historische Seite von St. Augustine zu entdecken. Am nächsten Morgen haben wir uns die bekanntesten Sehenswürdigkeiten von St. Augustine angeschaut. Als älteste Stadt in der USA gibt es hier viele historische Gebäude und Orte zu entdecken. Besonders beeindruckend finden wir der Flag College, der ehemalige Gouverneurshausmuseum, sowie das Castello de San Marcos, eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Auch das Casa Monica Hotel gehört zu den historischen Gebäuden, die man sich bei einem Spaziergang durch die Altstadt anschauen kann. Wer sich für Geschichte und historische Architektur interessiert, findet in St. Augustine auf jeden Fall einiges zu entdecken. Für Essen und Getränke haben wir in St. Augustine insgesamt etwa 60 € für 2 Personen ausgegeben. Dahin enthalten waren unser Abendessen im Hotel, ein Kaffee am nächsten Morgen und ein Mittagessen, bevor wir unsere Weiterfahrt Richtung Charlotte fortgesetzt haben. Unser Fazit zu St. Augustine fällt insgesamt positiv aus. Die Stadt hat einen besonderen historischen Charme und hebt sich durch ihre spanische Architektur und ihre lange Geschichte von vielen anderen Orten in Florida ab. Wer sich für Geschichte und historische Sehenswürdigkeiten interessiert, dem können wir einen Besuch auf jeden Fall empfehlen. Die alte Stadt lädt zum Spazieren ein und hat eine angenehme, ruhige Atmosphäre. Mit unserem Hotel waren wir zwar nicht ganz zufrieden, St. Augustine selbst war aber ein interessanter und entspannter Zwischenstopp auf unserem Weg nach Charlotte.